Moin meine Lieben, ich bin Mo von VR, ich bin Motensen und ich bin fröhlich. Gestern Abend kam eine Meldung auf Twitter von Vertical Robot selber, dass Red Matter für die PlayStation VR 2 kommt und das jetzt schon am 5. Oktober, also in 10 Tagen oder so, ja. Wie geil ist das denn bitte? Ich freue mich sehr. Wir wissen, Red Matter 2, also der Nachfolger, der jetzt für die PlayStation VR 2 rausgekommen ist, der hat halt einfach mal den Grafik-Benchmark definiert, ja. Das ist das schärfst aussehendste Spiel, was wir auf der PlayStation VR 2 haben. Tatsächlich haben die in der Unreal Engine sogar die entsprechenden Forward-Rendering-Mechaniken sich noch selber ein bisschen customized, dass sie da mehr Schärfe rausholen. Unfassbar sieht das aus. Abgesehen davon, dass es ein total geiles Spiel ist, ja. Ein Weltraum-Adventure mit ein paar Puzzles und im zweiten Teil jetzt auch ein bisschen Action. Und der Vorgänger war aber schon genauso ein Brett. Den hatten wir, also der ist vor 5 Jahren exklusiv für Rift rausgekommen. Und da habe ich schon reingeguckt, fand es total geil, war wahnsinnig überrascht, dass so ein Rift-exklusives Spiel dann irgendwann für die PlayStation VR 1 kam. Und auf der PlayStation VR 1, wisst ihr ja, da war ja auch immer das Spielchen so, ja, holen die alles raus, sieht's gut aus und es sah fantastisch aus. Irre Auflösung und hatte auch schon unfassbar viele Reflection-Geschichten und so Shader-Zeug und sah halt wirklich gut aus. Und dann kam sogar noch die mobilen Versionen raus, erst für die Quest, dann später auch für die Pico und auch die sahen einfach Bombe aus, ja. Red Matter ist immer, egal welche Plattform, absoluter Benchmark. Jetzt haben sie angekündigt, dass der erste Teil rauskommt, was natürlich sehr geil ist. Jetzt haben wir die komplette, sagt man Trilogie bei 2 Titeln? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, bei der Erfolgsserie werden wir auch noch einen dritten Teil sehen. Und hier sind wir dann im ersten Teil auch in einer Mars-Mond-Basis oder Saturn-Mond, ich weiß es gar nicht mehr, in dieser parallelen Zukunft, wo halt irgendwie die Ostblock-Geschichten noch am Start sind und mit dieser ganzen super Neo-Retro 50er Jahre Architektur und Optik. Ich bin aus dem Schwärmen gar nicht rausgekommen. Und technisch wird es auch wieder vollkommen abliefern auf der PlayStation VR 2, denn wir haben auch hier wieder überarbeitete 4K-Texturen. Sie haben die Controls überarbeitet. Red Matter 1 war nämlich noch ein bisschen behäbiger in den Controls im Vergleich zu Red Matter 2. Ich denke mal, das wird jetzt dasselbe sein. Und wir kriegen hier auch wieder Forward Rendering. Allerdings diesmal lediglich 90 FPS. Das ist voll ausreichend. Ja, ohne Reprojektion. Also absolut Smoothness. Jetzt hat schon jemand in den Kommentaren gefragt, so, warum nur 90? Und der Witz ist halt, ich weiß nicht, ich habe es gerade erzählt, die ursprüngliche Version war ja auf dem PC, also mit ein bisschen mehr Bombast konstruiert. Red Matter 2, da ist die Lead-Plattform schlicht die Quest gewesen, ja, also die Quest-Version aufzubauen und zu verbessern. Das haben sie halt dann besser engineert in dem zweiten Teil und im ersten Teil kriegen wir jetzt einen 1:1 PC-Port und das bedeutet, dass sie nur 90 FPS schaffen, was übrigens aber auch absolut vorzeigemäßig ist, ja. Und ich habe auch schon gefragt, ob es deutsche Untertitel haben wird. Die Antwort ist ja. Das hatte nämlich der erste Teil auf der PlayStation VR 1 noch nicht. Und das wird auch abgeliefert. Dann kommt noch darauf, es ist ein Cross-Buy-Titel. Alle, die PlayStation VR 1 das schon hatten, werden es jetzt auch auf dieser Generation haben. Das ist doch wirklich das Maximum an Geilheit, was Vertical Robot wieder da abliefert. Können wir bitte irgendwie einen privaten Contest ausloben für den besten Entwickler der Welt? Ich glaube, ich weiß, wer es von meiner Seite aus gewinnen würde, wirklich. Ich bin unfassbar begeistert. Ich werde natürlich reingucken, das könnt ihr euch vorstellen. Und dann werden wir uns das ganze Ding wieder angucken und Spaß haben. Und das Nette ist aber auch für all unsere Freunde, die das vor 5 Jahren am PC gespielt haben, ja, diese Verbesserungen, also re-ramped Controls und 4K-Texturen, gehen auch wieder zurück auf den PC, ja. Ich schätze mal, das ist dann die Steam VR-Version, die auch verbessert wird. Das ist doch wirklich unfassbar, ja, dass sie auch sowas dann noch supporten, so Retro-VR. Ich freue mich. Schauen wir mal, was da wird. Genau, ihr seht es hier auch, ja. Ich hatte geschrieben halt, hey, 90 ist vollkommen cool und wird es deutsche Untertitel geben und er sagt, yes, sie sind da. Ganz ohne Scheiß, Leute, das sind genau die Titel von der PlayStation VR 1, die wir gebrauchen können, weil sie jetzt auch alle neuen PlayStation VR 2 Besitzer begeistern werden, weil es inhaltlich einfach wahnsinnig gute Spiele waren und die dann aber auch wirklich jetzt in einer exorbitanten PlayStation VR 2 Version vorliegen. Ich werde nämlich gleich euch ein Video zu Paper Beast machen, das aber erst morgen um 8 Uhr veröffentlicht werden darf. Und das ist leider nicht so. Ja, Paper Beast ist auch ein fantastisches Spiel. PlayStation VR 2 Version hat natürlich auch neue Steuerung und ein bisschen Haptik-Raffel. Allerdings ist die Auflösung jetzt nicht auf dem Niveau, dass man eigentlich auf einer PlayStation VR 2 rauskriegen kann. Sowas ist dann immer schade. Ja? Also das wird dann nicht die definitive Version, aber Red Matter 1 und 2 werden es
wie immer, man erwartet ja nichts anderes. Eigentlich wünsche ich mir jetzt nur, dass Vertical Robot als drittes Spiel jetzt ein gigantisches Open-World-Abenteuer macht. Bitte aber auch weiterhin mit der Technik. Dann sehen wir uns vielleicht heute Abend. Da werde ich mich in ein anderes sehr geiles Spiel stürzen, nämlich Resident Evil Village. Ja, heute geht's weiter mit High-End VR, der PlayStation VR 2. Sowas von geil. Geile Zeiten. Ich sammle übrigens auch weiterhin Releases für den Oktober. Ja, das lohnt sich immer, da noch ein bisschen abzuwarten, bis alle gesammelt sind. Jetzt zum Beispiel, es wurde dann auch noch Red Matter angekündigt. Wir kriegen da auch noch schöne Geschichten. Ich freue mich auf Tennis on Court und für viele wird auch The Seven's Guest wahrscheinlich ein interessantes Ding sein. Und dann aber auch der PC-Knaller Vertigo 2. Nächsten Monat wird es also auch auf der PlayStation VR 2 dann wieder ganz schön interessant aussehen. Ich denke auch mal, unsere Phasmophobia-Gruseler sitzen da schon in den Startlöchern. Vielleicht sogar die Freunde, die Ghostbusters mögen, das kommt dann Ende Oktober auch raus. Ich denke mal, der nächste Monat wird immer noch sehr lecker werden und dann haben wir auch schon wieder Winter, Inter. Und Resi 4 Remake steht vor der Tür. Ich freue mich auf den Rest des Jahres auf der PlayStation VR 2. Das wird geil, Leute. Schreibt mir mal gerne, ob ihr Red Matter 1 auf der PlayStation 1 schon durchgespielt habt, ob ihr das jetzt nochmal durchspielen werdet. Ich freue mich echt für alle, die es noch nicht gespielt haben. Da kommt ein geiler Titel auf euch zu. Damit bin ich erstmal draußen. Freue mich über ein Däumchen, abonniert den Kanal. Bis dann, Mofan VR. Immer für euch da. Bye, bye.